Wusstest du, dass die Ozeane uns still und heimlich vor der Klimakrise schützen? Seit Beginn der Industrialisierung haben sie etwa ein Viertel des vom Menschen verursachten CO2 aufgenommen. Diese Fähigkeit, atmosphärisches Kohlendioxid zu binden, macht sie zu einer der größten natürlichen Kohlenstoffsenken und zu einem entscheidenden Puffer im Kampf gegen den Klimawandel. Doch diese CO2-Aufnahme hat ihren Preis: die Ozeanversauerung. Gelöstes Kohlendioxid reagiert mit Wasser zu Kohlensäure. Durch die enormen CO2-Mengen sinkt der pH-Wert des Meerwassers. Es wird weniger basisch. Seit Beginn der Industrialisierung ist der durchschnittliche pH-Wert der Oberflächengewässer bereits um 0,1 Einheiten gesunken. Das entspricht einer 30% höheren Konzentration von Wasserstoffionen. Das klingt vielleicht gering, ist es aber nicht. Viele marine Organismen, darunter kalkbildende Planktonarten, Muscheln, Schnecken, Korallen und Foraminiferen, sind auf stabile Carbonatbedingungen angewiesen. Sie bauen ihre Skelette und Schalen aus Calciumcarbonat, das in saurem Wasser schlechter verfügbar ist und sich leichter auflöst. Ihre Hüllen werden porös, das Wachstum stockt, manche Arten verschwinden. Und das betrifft nicht nur einzelne Arten, sondern ganze Nahrungsnetzwerke. Diese Lebewesen bilden die Grundlage für viele Fischarten, Meeressäuger und letztlich auch für uns Menschen. Rund 1 Milliarde Menschen weltweit ist auf Fisch als wichtigste Eiweißquelle angewiesen. Korallenriffe, Lebensraum für unzählige Arten, verlieren durch die Versauerung ihre Struktur. Zugleich geraten biologische Kohlenstoffpumpen aus dem Gleichgewicht. Prozesse, bei denen marine Organismen CO2 binden und langfristig im Meeresboden speichern. Dass diese Systeme bedeutsam sind, zeigen selbst Gebirgszüge wie die Alpen oder der Himalaya. Sie bestehen zu großen Teilen aus fossilen Kalkschalen früherer Meeresorganismen. Was also tun? Gegen die Ozeanversauerung gibt es keine einfache Lösung. Lokale Maßnahmen wie das Einbringen von Kalk wirken nur begrenzt. Solange CO2 emittiert wird, schreitet die chemische Veränderung der Meere voran. Die einzige wirksame Maßnahme ist, CO2-Emissionen drastisch senken, denn jeder zusätzliche Ausstoß treibt nicht nur den Klimawandel voran, sondern verändert auch still und schleichend die Chemie unserer Meere.